Ach, hallo. Seht mal, ich habe hier ein großes, schweres Buch. Was da drin steht? Da sind viele Märchen drin. Ich möchte euch jetzt ein Märchen erzählen, das ich sehr interessant finde. Um welches Märchen es sich handelt? Frau Holle. Es war einmal ein armes Mädchen. Das wohnte zusammen mit seiner Stiefmutter und seiner Stiefschwester in einem Haus auf einem kleinen Bauernhof. Die Stiefmutter war aber nicht nett zu ihm. Das arme Mädchen war fleißig und gutmütig und musste viel arbeiten. Doch die Stiefmutter schimpfte es in einem fort. Es bekam nur alte Lumpen als Kleider. Die Stiefschwester aber wurde wie eine Prinzessin behandelt. Deshalb war sie faul und eitel und behandelte das arme Mädchen genauso schlecht, wie ihre Mutter es tat, obwohl es doch so fleißig war. Einmal saß das arme Mädchen am Brunnen und arbeitete sehr viel. Es musste viel Wolle spinnen und hatte Angst, dass die Stiefmutter es schimpfen würde, wenn es keine Lust mehr hatte und aufhören würde. Also spann es weiter Wolle, bis seine Hände ganz blutig waren. Es wollte das Blut im tiefen Brunnen abwaschen. Doch dabei fiel ihm die Spindel in den Brunnen. Anfangs schwamm sie noch auf dem Wasser, dann jedoch ging sie langsam unter. Das Mädchen weinte und wusste nicht, was es tun sollte. Nach Hause gehen und der Stiefmutter sagen, es hätte die Spindel in den Brunnen fallen lassen, konnte es nicht. Die Stiefmutter würde furchtbar schimpfen. In seiner Verzweiflung sprang das arme Mädchen in den Brunnen, um die Spindel wieder rauszuholen. Es fiel den tiefen Brunnen hinunter und wurde dabei bewusstlos. Als es wieder zu sich kam, blickte es sich erstaunt um. Wo war es bloß? Es lag auf einer schönen grünen Wiese. In der Ferne sah es ein Haus. Es stand auf und ging in Richtung des Hauses. Bald kam es an einem großen Backofen vorbei. Es roch herrlich nach Brot, deshalb schaute das Mädchen hinein. In dem Backofen lag ein Brot, das schon schön knusprig gebacken war. Und das Brot jammerte: »Ach, zieh mich raus, ach, zieh mich raus. Ich bin schon ganz fertig gebacken. Ich will nicht schwarz werden und verbrennen.« Das Mädchen nahm sofort den Brotschieber und holte das Brot heraus. Als es weiter in Richtung des Hauses ging, kam es an einem Apfelbaum vorbei.
der voll mit prächtigen roten Äpfeln war. Die Äste bogen sich und man sah, dass der Baum schwer zu tragen hatte. Der Baum jammerte: »Ach, schüttle mich, ach, schüttle mich. Meine Äpfel sind schon alle reif, ich kann sie nicht mehr tragen.« Das Mädchen schüttelte den Baum kräftig, sodass die Äpfel alle herunterfielen. Der Baum fühlte sich erleichtert. Danach sammelte es die Äpfel ein und legte sie ordentlich in einen Korb, der unter dem Baum stand. Das Mädchen ging weiter und weiter und kam endlich zu dem Haus, das es in der Ferne gesehen hatte. Aus dem Fenster schaute eine alte Frau und winkte es zu sich her. »Guten Tag, Mädchen, hab keine Angst vor mir. Ich will dir nichts tun. Wenn du fleißig bist, kannst du mir im Haushalt helfen. Ich habe sehr viel zu tun. Du musst nur die Betten kräftig aufschütteln, dass die Federn nur so fliegen, damit es auf der Erde schneit. Schaffst du das?« Das Mädchen zögerte und überlegte. Doch dann fasste es sich ein Herz und willigte ein. Es war fleißig, half im Haushalt und schüttelte die Betten so kräftig, dass die Federn umherflogen und als Schnee auf die Erde fielen. Frau Holle war sehr zufrieden mit ihm. Das Mädchen wollte bei Frau Holle bleiben, da es ihm sehr gut ging bei ihr. Es bekam schöne Kleider, hatte immer genügend zu essen und war glücklich und zufrieden. Doch nach einiger Zeit war es immer öfter traurig und wusste zuerst nicht warum. Doch dann erkannte es, dass es Heimweh hatte. Es erklärte Frau Holle: »Ich weiß, dass es mir hier bei dir sehr gut geht und ich gutes Essen und schöne Kleider von dir bekomme. Aber ich muss wieder zurück nach Hause.« Frau Holle meinte: »Ich verstehe dich gut. Und weil du mir so viel und fleißig geholfen hast und ich sehr zufrieden mit dir bin, werde ich dich begleiten bis zu dem Tor, das dich in deine Welt zurückbringt, zurück in dein Zuhause.« Sie nahm das Mädchen bei der Hand und führte es zu einem großen, schönen Tor. Als das Mädchen durch das Tor trat, fiel ein gewaltiger Goldregen auf es herab. Das Gold blieb an ihm kleben und es war über und über damit bedeckt. Erstaunt sah es an sich herunter. Frau Holle erklärte dem Mädchen: »Das ist für dich, weil du so fleißig warst. Das Gold gehört dir. Ach, und hier ist noch die Spindel, die dir in den Brunnen gefallen ist. Ich habe sie gefunden.
Sie verabschiedeten sich voneinander und das Tor schloss sich. Plötzlich war es wieder ganz nah an seinem Elternhaus. Als es auf den Hof kam, krähte der Hahn: Kikeriki, Kikeriki, unsere goldene Jungfrau ist wieder hier. Das Mädchen trat in das Haus. Ihre Stiefmutter und Stiefschwester erblickten das viele Gold an ihr. Die Stiefmutter sagte: Komm, komm näher, was ist denn geschehen? Die Stiefschwester sagte: Komm, erzähl uns, was passiert ist. Das Mädchen erzählte, was sie erlebt hatte. Die Stiefmutter hörte ganz gespannt zu und stieß dann ihre faule Tochter in die Rippen. Du sollst auch so viel Gold bekommen. Setz dich auch an den Brunnen und spinne. Und mache alles genauso wie deine Schwester. Der Schwester gefiel die Vorstellung. Sie wollte auch so viel Gold haben und stimmte begeistert zu. Nun wollte die faule Schwester aber nicht so viel spinnen, bis ihr die Hände bluteten. Also stach sie sich mit der Spindel in den Finger. Sie warf die Spindel in den Brunnen und sprang selbst hinterher. Sie fiel und fiel. Als sie unten ankam, wachte sie auf der gleichen Wiese auf, von der ihre Schwester erzählt hatte. In der Ferne entdeckte sie auch das Haus, zu dem sie gehen sollte. Als sie zum Backofen kam, jammerte das Brot wieder. Ach, zieh mich raus, ach, zieh mich raus. Ich bin schon ganz fertig gebacken. Ich will nicht schwarz werden und verbrennen. Doch die faule Schwester schnaubte: Ich werd mich doch nicht schmutzig machen, und ging weg. Bald kam sie zum Apfelbaum. Dieser jammerte wieder, dass er so schwer zu tragen hatte. Ach, schüttle mich, ach, schüttle mich. Meine Äpfel sind schon alle reif, ich kann sie nicht mehr tragen. Doch die faule Schwester entgegnete: Und wenn mir ein Apfel auf den Kopf fällt? Nein, das könnte mir gar nicht gefallen. Und sie ging wieder weiter. Sie wusste ja aus den Erzählungen der fleißigen Schwester, was auf sie zukommen würde, und ging zielstrebig zum Haus von Frau Holle. Diese fragte auch sie, ob sie bei ihr arbeiten und die Betten aufschütteln wolle. Die faule Schwester willigte ein, und am ersten Tag strengte sie sich auch an und war fleißig, weil sie an das Tor und an das viele Gold dachte. Doch schon am zweiten Tag fing sie das Faulenzen an und schüttelte die Betten nicht mehr so richtig auf. Die Federn flogen nicht und auf der Erde schneite es auch nicht.
Frau Holle war sehr unzufrieden. Und bald schon schickte sie wieder heim. Die faule Schwester war froh und dachte sich, sehr gut, nun muss ich nicht mehr arbeiten. Und gleich fällt der Goldregen auf mich herab. Doch als sie erwartungsvoll unter dem Torbogen stand, kam kein Gold herunter. Nein, es floss schwarzes, klebriges Pech auf sie herab. Frau Holle erklärte ihr, das ist dein Lohn, weil du so faul warst und mir nicht geholfen hast. Und nun geh wieder zurück nach Hause. Das Tor schloss sich. Und die faule Schwester rannte weinend der Mutter entgegen. Als sie auf den Hof kam, krähte der Hahn. Kikeriki, Kikeriki, unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hie. Das Pech aber wollte nicht mehr abgehen, so sehr sie es auch versuchte. Es blieb ihr Leben lang an ihr kleben. Das war das Märchen von Frau Holle.